Wie jetzt? Fliegen uns seit Jahrzehnten die UFOs um die Ohren und niemand weiß etwas davon? Was wenn ja? Kann es aber wirklich so schlimm sein, wenn sie schon so lange da sind und uns noch nicht ausgelöscht haben? Oder gibt es eine einfache und logische Erklärung für alles? Heute möchte ich mich gerne mit den vermeintlichen UFO-Sichtungen beschäftigen, die seit Wochen im Internet herumschwirren. Was ist der Hintergrund, was sind die Gefahren und können wir uns eventuell mit den Aliens zusammenschließen? Lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Und wenn dir gefällt, was ich mache und du gerne mal hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Spaß mit diesem Video. Eigentlich wollte ich es ja vermeiden, über diese vermeintlichen UFO-Sichtungen zu reden, aber nachdem mich schon einige Leute darum gebeten haben, hier ein Überblick aus meiner Perspektive. Gefühlt ist aus dem Nichts ein YouTube-Video aufgetaucht, in dem einige US-Kampfpiloten im seriösen Talkformat 60 Minutes davon berichten, dass sie jahrelang täglich sogenannte UAPs im Einsatz gesehen haben. UAP steht für Unidentified Aerial Phenomenon. Zu Deutsch etwa unidentifizierbare Phänomene in der Luft. Diese UAPs fliegen aber nicht nur durch unsere Atmosphäre, sondern können sich vermutlich auch noch unter Wasser und im All bewegen. Es wurden Objekte in verschiedenen Formen gesichtet. Einmal sieht es aus wie ein Tic-Tac, einmal wie eine Untertasse und dann wieder wie eine Pyramide. Das alles wirft natürlich sehr viele Fragen auf. Ich würde das alles ja gar nicht glauben, wenn die Aussagen nicht durch die Aufzeichnungen der Kampfjets, aber auch der Begleitschiffe untermalt worden wären. Zum einen haben diese Zeugen eine sehr hohe Kredibilität. Das bedeutet, wenn die etwas sehen und davon berichten, ist es in meinen Augen recht glaubhaft. Zum anderen haben viele Piloten unabhängig voneinander von den gleichen Beobachtungen berichtet. Da UFOs sehen mit einer gewissen Stigmatisierung behaftet ist, erzählt eine Pilotin, hätte sie gar nichts gesagt, wenn nicht ihre Instrumente und Kollegen das gleiche gesehen hätten. Und tatsächlich beschäftigt sich das Pentagon im Rahmen ihres Advanced Aerospace Threat Identification Programms oder kurz ATIP seit Jahrzehnten mit diesem Thema. Auf Deutsch bedeutet das etwa erweitertes Programm zur Erkennung von Luftraumbedrohungen. Und nachdem die US-Regierung die Authentizität der Aufnahmen bestätigt hatte, aber nicht sagen konnte, was diese Objekte oder Erscheinungen seien, beauftragte das Geheimdienstkomitee den Verteidigungsminister und den Direktor der US-Geheimdienste mit der Erstellung eines Berichts zu genau diesen Bildern. Als Zieldatum schwirrt der 25. Juni herum. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Worauf ich hinaus will hier, ist, dass diese Leute, aber auch die US-Behörden sich hier nicht zur Lachnummer machen wollen. Jeder Fall, wo sich ein Fluggerät unautorisiert in einem Luftraum aufhält, wird ernst genommen. Umso ernster sollte man es nehmen, wenn diese Geräte innerhalb der Atmosphäre Geschwindigkeiten erreichen, die nur unsere Raketen im All schaffen. Diese UAPs überleben 600 bis 700 G. Das bedeutet, dass sie die 600 bis 700-fache Erdanziehungskraft überleben. Woher wissen wir das? Das kann man sich errechnen, wenn man die Geschwindigkeit und die Richtungsänderung hat. Teilweise waren diese UAPs mit 21.000 km/h unterwegs und plötzlich ändert es die Flugrichtung und düst in eine komplett andere Richtung davon. Diese Zahlen habe ich aus dem 60 Minutes Interview. Diese Annahmen über die Geschwindigkeit werden mit Hilfe der Fähigkeiten der hochentwickelten Radar-, Infrarot- und Tracking-Technologie getroffen. Und wenn ich sage Düsen, dann meine ich das nicht, weil man Düsentriebwerke sieht. Dem ist leider nicht der Fall. Es ist bei keinem dieser UAPs ein Antrieb zu sehen. Weder Tragflächen noch Steuersysteme. Ich denke, diese Sichtungen bedeuten sicher einiges. Was genau, werden wir hoffentlich durch den Bericht genauer herausfinden. Wenn ein Geheimdienst etwas als unidentifizierbar einstuft, dann nicht, weil ein Azubi schlechte Arbeit geleistet hat, sondern weil sie es beim besten Willen nicht seriös identifizieren können. Mittlerweile hat dieses Thema große Wellen geschlagen. Fran Blanche, Neil deGrasse Tyson mit Joe Rogan und Lex Fridman mit David Fravor haben ausführlich über dieses Thema gequatscht. Ich verlinke euch diese Beiträge alle in der Beschreibung dieses Videos. Sogar Barack Obama hat zu diesem Thema schon Stellung genommen.
Fran nimmt das auch ernst und versucht eine Hypothese aufzustellen, um einen Ansatz einer Erklärung zu bieten, was wir da vielleicht vor uns haben. Sie meint, dass es entweder eine einfache Erklärung für diese Erscheinungen gibt oder diese Dinge kommen aus der 4. und 5. Dimension und deswegen sehen wir nicht das gesamte Bild, sondern nur den Teil, der durch eine Art Wurmloch, Portal oder Tor zu einer anderen Welt zu uns gelangt. Wenn das stimmt, dann bedeutet es, dass es da draußen Technologien gibt, die wir uns in unseren Träumen nicht vorstellen können. Neil stellt das alles in Frage. Sowohl die Geräte als auch die Zeugen. Auch verständlich. Denn wir haben 2021 und noch nie gab es auf der Welt so viele hochauflösende Kameras. Warum haben wir nur diese verpixelten Schwarz-Weiß-Bilder? Gerade wenn man in Betracht zieht, dass diese Bilder von dem Militär kommen, welches das größte Budget weltweit hat. Lex unterhält sich mit David Fravor über die UAPs. David Fravor ist der Kommandant einer Kampffliegerschwadron auf dem Flugzeugträger USS Nimitz. Das ist ein sehr ausführliches Gespräch, bei dem David aus dem Nähkästchen plaudert und von diesen Sichtungen erzählt. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Auch das letzte astronomische Quartett hat zu diesem Thema auf Senkrechtstarter getagt. Sehr interessante und überraschend optimistische Runde. Ich verlinke euch diesen Stream auch in der Beschreibung des Videos. Da ich explizit nach meiner Meinung gefragt wurde, bekommt ihr sie jetzt. Ich frage mich eins: Wenn es sich hier wirklich um außerirdische Technologie handelt, dann gehe ich zunächst einmal nicht davon aus, dass die dazugehörigen Aliens drin sitzen. Wir haben auch nicht gleich am Anfang Menschen zum Mond und zum Mars geschickt. Wir haben auch zuerst Drohnen und Roboter geschickt. Ganz ehrlich, wenn diese Aliens so intelligent sind, dass sie diese Technologie bauen, dann werden die sich nicht hinsetzen und ihr Leben damit verbringen, Navy-Piloten zu trollen. Es ist jedenfalls schon einmal ein gutes Zeichen, dass sie uns noch nicht ausgelöscht haben. Nicht feindlich gesinnt ist schon mal ganz gut. Darauf kann man aufbauen. Stellt euch einmal vor, wir vertragen uns mit diesen Aliens. Das würde den Beginn einer interstellaren bzw. intergalaktischen Gesellschaft bedeuten. Selbst wenn nur ihre Technologie und nicht die Aliens selber hier sind. Also ich fänd's geil, denn das würde einen gigantischen technologischen und semi-evolutionären Schritt für Leben auf der Erde bedeuten. Was ich mich auch frage, ob SpaceX an Bedeutung verlieren oder gewinnen würde. Wenn wir plötzlich Zugriff auf außerirdische Technologie hätten, wären wir mit einem Schlag in einem neuen Zeitalter. Aber wenn sie uns feindlich gesinnt sind, dann können wir einpacken und nach Hause gehen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie böse sind, ich kann euch auch gerne sagen, warum. Es geht um Intelligenz. Eine Spezies, die so weit ist, dürfte auch viele gesellschaftliche Probleme gelöst haben. Gewalt ist für dumme Spezies. Daher bin ich zuversichtlich. Wir werden den Aliens höchstens leid tun, weil wir noch so weit zurückliegen in unserer Entwicklung. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir noch uninteressant sind für die. Weil es einfach keinen Sinn hat, sich mit uns zu unterhalten vielleicht. Wir würden wahrscheinlich das Einfachste nicht verstehen. Vermutlich wäre anfangs die gemeinsame Sprache die Mathematik. Okay, was sind die nächsten Schritte? Der Bericht der Geheimdienste soll hoffentlich in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Dazu werde ich natürlich ein neues Video machen, um euch gleich darüber zu informieren, was da drin steht. Die Sache ist, dass die Version für die Öffentlichkeit nicht besonders viel Information enthalten wird. Wir kennen das, dass ganze Kapitel geschwärzt werden. So oder so wird dieser Bericht mehr Fragen aufwerfen, als er beantworten wird. Ich hoffe doch einfach, dass dieser Vorfall dazu führen wird, dass wir endlich beginnen, eine ernsthafte Debatte auf wissenschaftlicher Basis über dieses Thema zu führen. Im Moment geht das Gerücht herum, dass Teile des Berichts an die New York Times geleakt wurden. Darin soll stehen, dass die US-Regierung bzw. Geheimdienste die Existenz von Außerirdischen nicht ausschließt. Wäre auch arrogant zu glauben, dass wir die einzigen Lebewesen in diesem Universum sind. Geschweige denn, dass wir die intelligentesten oder fortgeschrittensten seien. Wir Menschen sollten einmal runterkommen von unserem hohen Ross. Wir schaffen es doch nicht einmal, alle Menschen auf unserem Planeten zu ernähren. Stattdessen schlagen wir uns lieber gegenseitig die Köpfe ein. Überlegt doch mal, was wir für einen Aufwand betreiben, damit wir uns gegenseitig umbringen können. Es arbeiten Millionen Menschen in Fabriken, die Waffen und Bomben bauen. Was für ein gigantischer Aufwand. Wenn wir diese Ressourcen darin stecken würden, unser Sonnensystem zu erkunden, hätten wir schon längst Siedlungen auf dem Pluto. Auch wenn Pluto kein Planet sein mag, trotzdem sympathisch, lasst Pluto in Ruhe. Das ist aber Wunschdenken, meine Lieben.
Deswegen war es das heute von meiner Seite. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.